Laut neuester Studien haben 60% aller Pferde über 16 Jahre Cushing. Ja, ist das jetzt eine neue Wohlstandskrankheit oder was? Nachdem ja hier bei Paul Cushing diagnostiziert wurde, habe ich mich mit dem Thema mal intensiv beschäftigt und recherchiert. Aber als erstes klären wir mal, was ist denn überhaupt Cushing? Im Gehirn deines Pferdes beginnt alles mit einem kleinen Mangel. Es fehlt Dopamin. Dopamin ist ein Botenstoff, der im Hypothalamus gebildet wird. Das ist ein Bereich im Gehirn, der viele Abläufe im Körper steuert. Eine seiner Aufgaben ist es, eine bestimmte Stelle der Hirnanhangdrüse, die sogenannte Pars intermedia, zu bremsen. Diese Stelle produziert das Hormon ACTH. Solange genug Dopamin da ist, bleibt die ACTH-Produktion im Gleichgewicht. Doch wenn dein Pferd älter wird oder durch Stress, Bewegungsmangel oder falsche Fütterung belastet ist, bildet der Körper weniger Dopamin. Die Bremse fällt also weg. Und die Pars intermedia fängt an, zu viel ACTH zu produzieren. ACTH ist ein sehr wichtiger Botenstoff. Er sorgt dafür, dass die Nebenniere das Hormon Cortisol ausschüttet. Cortisol ist ein wichtiges Stresshormon. In echten Gefahrensituationen hilft es dem Körper, Energie bereitzustellen, Entzündungen zu bremsen und den Kreislauf zu stabilisieren. Aber bei einem Pferd mit Cushing wird die Nebenniere ständig dazu angeregt, Cortisol zu produzieren, auch wenn kein Stress da ist. Der Körper ist sozusagen dauerhaft im Alarmzustand. Mit der Zeit verändert sich auch die Pars intermedia. Die Zellen dort, die ACTH herstellen, beginnen sich zu vermehren. Es entsteht ein gutartiger Tumor, der noch mehr ACTH produziert. Ein echter Teufelskreislauf entsteht. Das viele Cortisol im Körper bringt vieles durcheinander. Der Zuckerstoffwechsel gerät aus dem Gleichgewicht, das Pferd wird anfällig für Hufrehe. Das Immunsystem wird schwächer, Infekte und schlechte Wundheilung werden häufiger. Das Fell wird oft zu lang und fällt nicht richtig aus. Die Muskeln bauen ab, besonders am Rücken. Es kommt zu ungewöhnlichen Fetteinlagerungen, zum Beispiel über den Augen oder am Bauch. Das Pferd wirkt müde, träge und verändert sich oft im Verhalten. Viele trinken mehr und müssen öfter urinieren. Und das alles beginnt mit einem Mangel an Dopamin im Gehirn, der zu übermäßigem ACTH-Produktion führt. Und diese wiederum zwingt die Nebenniere, dauerhaft Cortisol auszuschütten. Also der Mangel von Dopamin ist das ganze Problem. Aber ist es jetzt eine Wohlstandskrankheit? Das kann man so natürlich auch nicht direkt sagen, weil in der Natur die Pferde gar nicht so alt werden wie hier bei uns. Oh, Paul, mein kleiner Held, dein Mut ist, was die Welt erhält. Auch wenn der Weg uns Steine gibt, bin ich bei dir, weil ich dich lieb. Aber was sind jetzt eigentlich die Symptome bei typischem Cushing? Bei Paul war es so, er ist ja sonst wie ein geölter Blitz, rast hier überall rum und er wurde unwahrscheinlich ruhig. Also ganz träge hat er sich bewegt und war auch, ja, er war einfach nicht mehr so, wie er eigentlich sonst war. Das kam mir schon sehr, sehr verdächtig vor. Dann kam hinzu, dass er die typische Haltung eines Rehpferdes hatte. Und da habe ich natürlich dann direkt den Tierarzt gerufen. Und er meinte auch so direkt, oh, Cushing können wir hier auf jeden Fall mal nicht ausschließen. Was man dann später, wenn man sich dann ein bisschen eingelesen hat, auch festgestellt hat, dass das Sommerfell überhaupt nicht richtig zum Vorschein kam, sondern dass er immer noch Winterfell hatte. Zwar nicht gelockt, weil das ist ja auch ein Symptom, dass man also dann öfters wohl beobachten kann, dass sich das Fell lockt. Deswegen, wo ist er denn jetzt? Haben auch viele schon immer geschrieben, wenn sie einen Pan gesehen haben, Curly, oh, der hat Cushing, der hat bestimmt Cushing. Aber da ist es natürlich die Zucht der Pferderasse. Ja, was sonstige Symptome, die es sonst noch gibt, ist eben vermehrtes Trinken. Also die trinken
wesentlich mehr, urinieren auch mehr und Fetteinlagerungen an einigen Stellen. Das heißt also, das Pferd sieht nicht insgesamt Fett aus, sondern es hat dann zum Beispiel hier am Hals Fetteinlagerungen, teilweise auch an den Augen. Und das sind so die ersten Warnsymptome, die man auf jeden Fall ernst nehmen sollte. Cushing, sagt der weiße Mann, ein Begriff, der mir die Ruhe nahm. Die Diagnose erfolgt dann über Blutentnahme. Dort wird der ACTH-Wert getestet. Und ist der erhöht oder extrem hoch, dann heißt es eben automatisch Cushing. Was meiner Meinung nach nicht ganz 100%ig ist. Klar, wenn die Symptome stimmen, denke ich, ist es relativ schlüssig. Aber wie wir gelernt haben in dem kleinen Video, dass der ACTH-Wert eigentlich die Nebenniere anregt, um eben das Cortisol zu produzieren, das ja ein Stresshormon ist und natürlich auch in Stresssituationen ausgeschüttet wird. Jetzt kann sich jeder vorstellen, bei der Blutentnahme, das wird natürlich Stress. Und so könnte natürlich dann auch diese Werte nach oben steigen. Es gibt auch noch eine zweite Methode, das Ganze zu testen. Allerdings ist die halt relativ aufwendig und wird deshalb weniger gemacht. Eigentlich nur, wenn der Verdacht besteht, aber die ACTH-Werte nicht hoch sind, dass man dann also eine Kombination macht. Das heißt also, das Pferd kriegt Cortison gespritzt und wird dann der Blutwert wird genommen und am nächsten Tag wird nochmal der Blutwert genommen und dann eben der Cortisolwert bestimmt. Und je nachdem, wie er dann eben schwankt, dass man das dann feststellt. Sehr kompliziert. Und habe ich alles auswendig gelernt. Jetzt ist Cushing kein Todesurteil fürs Pferd. Es ist natürlich eine Krankheit, die also irreparabel ist. Das heißt also, sie kann eigentlich nur begrenzt werden. Und hierfür gibt es ein Medikament, das also zum größten Teil eigentlich immer verabreicht wird. Das wird jetzt auch jeder Mensch, der ein Cushing-Pferd hat, kennen. Das ist hier das Prascent. Riesenpackung. Und der Wirkstoff, der nennt sich da Pergolid. Und das ist vom Prinzip her eigentlich ein künstliches, in Anführungsstrichen als synthetisches Dopamin, das also zugeführt wird, damit dann eben die Pars Media wieder normal das ACTH ausschütten kann. Problem bei der Sache, was heißt Problem? Ich meine, Cushing, wie gesagt, also nicht reparabel das Ganze. Das Pferd muss dann sein ganzes Leben lang, also den Rest von seinem Leben lang, eben mit diesen Medikamenten leben. Die Pharmaindustrie hat das erkannt. Übrigens war das Medikament früher mal für den Menschen gedacht, für Parkinson Erkrankte, weil dort auch ein Dopaminmangel besteht. Allerdings in dieser Dosierung, wie sie beim Mensch angewandt wurde, gab es also riesen Nebenwirkungen. Das sind die Herzklappen, die sind dann irgendwie, haben sich aufgelöst. Also war für den Mensch wohl nicht ganz so geeignet. Und dann kam eben Cushing und hier wird eben das Pergolid in kleineren Mengen verabreicht und es hilft dem Pferd also nach Studien sehr, sehr gut. Ist allerdings auch nicht ganz günstig. Ja, dieses Prascent kostet ungefähr, ich habe jetzt hier so eine Riesenpackung, da kostet dann ungefähr so eine kleine Tablette um die 2 Euro. Das heißt also, das geht schon richtig ins Geld. Hier, diese Packung, über 370 Euro habe ich bezahlt hier für diese Packung. Pony braucht natürlich nicht ganz so viel. Also die Dosierung liegt momentan bei einer Vierteltablette. Das heißt also, dann ist es gerade noch so im Maße, ne, dass man sich das Ganze dann irgendwo dann auch leisten kann. Aber gut, macht man für die Pferde ja sowieso, spart man dann lieber bei was anderem ein. Ich bin jetzt natürlich kein Arzt, aber mich hat das dann schon mal interessiert, ja, ist es denn dann auch wirklich 100%ig Cushing, wenn es also über den ACTH-Wert festgestellt wurde oder nicht? Also ich denke, hier sollte man dann wirklich mal öfters auch
nochmal das Blut testen, ob es dann in diese Richtung geht oder nicht. Und das würde mich jetzt mal bei euch interessieren. Also alle Pferdebesitzer, die ein Cushing-Pferd zu Hause haben, wie handhabt ihr das? Lasst ihr öfters mal die Blutwerte testen oder geht ihr rein auf die Symptome? Okay, Symptome sind weg, also funktioniert das Ganze. Also das würde mich jetzt wirklich mal extremst interessieren, wie ihr das Ganze handhabt. Also in die Kommentare. Oh, das war's schon wieder, mein kleines, klitzekleines Cushing-Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ihr vielleicht auch was gelernt habt. Und mich würde es tierisch freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder vielleicht sogar meinen kleinen Kanal hier auf YouTube abonniert und vielleicht alle Leute, die auch ein Cushing-Pferd zu Hause stehen haben, dazu einladet. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.